Willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder da bist. Ich sag mal eins vorab. Wir haben es schon geschafft. Seit 2 Jahren haben wir Deutschland verlassen und sind jetzt mitten in Südamerika. Über uns fliegen die Papageien und Steuern zahlen wir auch keine mehr. Wer jetzt nicht handelt, gefährdet Leib, Leben und Wohlstand. Hier kommen 10 Gründe, warum du Deutschland jetzt verlassen musst. Viel Spaß beim Video. Auswanderungswellen gab es ja schon immer. Und es waren immer die gleichen Gründe. Entweder wollte man sich in Sicherheit bringen oder man wollte halt ein besseres Leben. Oder eben beides. Seit ein paar Jahren steigen die Zahl der Auswanderer aus Europa und auch aus Deutschland wieder stark an. Dafür gibt es gerade in Deutschland viele Gründe. Die Hauptgründe sind seit 2015 die Politik, der Corona-Wahn oder in neuester Zeit ist es eben wieder die Kriegsangst vor einem neuen Krieg in Europa. Die Menschen haben darauf keinen Bock mehr und deswegen wandern viele aus. Und es betrifft alle. Es betrifft dich, ob du Handwerker bist, ob du Selbstständiger bist, ob du ein Hausbesitzer bist oder ob du Rentner bist. Jeder hat die Chance auf ein besseres Leben und jeder hat die Chance, Deutschland zu verlassen. Die Chance zu gehen, die wird schlechter, weil der Sack geht langsam zu, die Gesetze ändern sich und der Staat versucht es uns so schwer wie möglich zu machen. Hier kommen 10 Gründe, warum du es jetzt machen sollst. Fangen wir mal mit etwas ganz Allgemeinem an. Also es sind in Europa einfach zu viele Menschen. Wer eine coole Idee hat und alternativ leben möchte, der ist ja in Europa komplett falsch aufgehoben. Im Durchschnitt leben in Europa 237 Menschen pro Quadratkilometer. Und in Südamerika sind es viel weniger. Beispiel, in Paraguay sind 17 pro Quadratkilometer, in Argentinien 16 Menschen pro Quadratkilometer und hier in Bolivien, wo wir gerade sind es sogar nur 10 pro Quadratkilometer. Das heißt, der Platz für Träume, der ist hier gegeben und in Europa eben nicht. Außerdem gibt es hier in Südamerika viel weniger Regeln. Das heißt, wenn man seine Träume verwirklichen möchte, dann geht das nur hier. Versuch doch mal eine Schweinehaltung oder eine Ziegenhaltung in Deutschland durchzubringen. Keine Chance. Das heißt also, all das hängt zusammen. Mehr Platz, weniger Menschen, weniger Regeln, Träume ausleben. Dadurch, dass es weniger Menschen gibt, gibt es auch weniger Nachfrage. Was bedeutet, dass die Immobilienpreise außerhalb von Deutschland, außerhalb von Europa völlig anders sind. Hier mal am Beispiel von Paraguay. Der Hektar Land kostet im Durchschnitt $5.000. Und jetzt kommt der große Unterschied. Wir reden hier nicht über Ackerland. In Paraguay kauft man Land und man kann überall bauen. Es gibt vielleicht in der Nähe von Großstädten wie Asunción, Encarnación mehr Regeln, dass man in dem Wald dort den nicht abholzen darf oder wie auch immer. Aber kauft man irgendwo Land und will da sein Haus draufstellen, dann zahlt man den Hektarpreis für das Land. Und bei $5.000 ist es ein riesen Unterschied zu Deutschland. In Deutschland kostet der Hektar Agrarland 18.000 im Durchschnitt. In Gebieten wie Nordrhein-Westfalen liegt der schon weit über 35.000. Da darf man aber kein Haus drauf bauen. Und jetzt kommen wir mal zu Bauland. Der Quadratmeter Bauland, der kostet so viel am Ende im Durchschnitt in Deutschland, ich nehme nur Durchschnittswerte, dass man für ein Hektar Land, wenn es nur Bauland wäre, über 2,5 Millionen schon zahlen muss. Nur für das Bauland. In Paraguay 5.000. Und gerade jemand, der in Deutschland jetzt schon eine Immobilie besitzt oder eine größere Immobilie besitzt, der kann die verkaufen, der muss in Paraguay nie wieder arbeiten und die Immobilie ist doppelt so groß am Ende. Der Unterschied ist immens. Und selbst wenn man in Deutschland schon alles abbezahlt hat, es sein eigenes Grundstück ist und man sozusagen sich sein Refugium geschaffen hat, kann man ja immer noch nicht machen, was man will. Ich erinnere euch nur mal an die Hampelmänner von der Ampelregierung und ihr dämliches Heizungsgesetz. Selbst wenn man überhaupt nicht einverstanden ist mit irgendwelcher blöden Ideologie, die sich Sesselfurzer einfallen lassen, die mit der Realität nichts zu tun hat. Und man ist damit einfach, wie ich gesagt habe, nicht einverstanden. Und man will den Irrsinn nicht, ja, kann man ja trotzdem nicht entkommen und wird wieder zur Kasse gebeten und muss sich irgendeine blöde Wärmepumpe einbauen, die in unseren Breiten nichts bringt, die keinen Sinn macht. Wer nachhaltig leben möchte und zum Beispiel sich einen Kamin eingebaut hat und selbst, also meine Familie hat selber so einen kleinen Teil auf dem Grundstück, da wächst seit etlichen Jahren Holz und da können wir einfach im Jahr so 2, 3 Bäume rausnehmen. Die würden komplett reichen, um das Haus meiner Familie zu heizen. Ja, auch das wird bestraft, weil die Kaminheizung verboten wird, weil sie ja angeblich die Luft verpestet. Völliger Blödsinn. Das Nachhaltigste, was es gibt, ist ein nachwachsender Rohstoff. Also wer sowas machen wollte, wird bestraft. Und der neueste Gag, ihr habt es vielleicht in der Presse verfolgt, es ist ja einfach auch gar nicht zu fassen. Der neueste Gag ist ja, dass jetzt sogar das Grillen und Biertrinken im Sommer reglementiert werden soll.
Ja, also sie fangen ja an im Breitensport zu sagen, im Breitensport darf man bei hohen Temperaturen aufgrund Hitzeschädigung nicht mehr grillen und Bier trinken. Sag mal, haben die sich mal darüber Gedanken gemacht, was die armen Italiener machen? Bei denen war es schon immer so heiß und die haben schon immer gegrillt und Bier getrunken. Und ich kann mich entsinnen, dass wir in Süditalien im Urlaub waren und auch immer gegrillt haben. Gut, ich habe noch kein Bier getrunken, ich war noch ein Kind, aber meine Eltern haben Bier getrunken. Das heißt, diese Übergriffigkeiten, wer sowas nicht will, der muss aus Europa weg und der muss schnell weg. Natürlich gibt es auch hier in Südamerika Regeln, an die man sich halten muss. Beispiel, man fährt in Paraguay nicht besoffen aus der Kolonie raus, weil man dann erwischt wird. Ja? Natürlich gibt es Dinge, die das Leben zusammen regeln. Aber Übergriffigkeiten, die ins Privatleben reingehen und dir erzählen, wie du zu leben hast, ja, das gibt es hier nicht. Und wer zum Beispiel keine Lust hat auf so einen Corona-Blödsinn, dass sowas nochmal passiert, der ist derzeit in Argentinien ganz gut aufgehoben. Argentinien hat die WHO verlassen. Es gibt also diese ganzen Gesetzgebungen für Pandemie, denen möchte sich Javier Milei nicht mehr unterwerfen, sondern es ist ja ein Land, es ist ja eine Nation und die muss sich nichts von einem multinationalen Konzern oder einer multinationalen Vereinigung vorschreiben lassen. Und genau deshalb, wenn man sowas nicht möchte, ab nach Südamerika, ab nach Argentinien, dann ist man da gut aufgehoben. Jeder von uns weiß ja, dass Deutschland eins der Länder ist, in dem man die meisten Steuern weltweit zahlt. Das ist ja nicht nur die Einkommenssteuer, wenn da einige sagen, ja, es sind andere Länder, die haben noch mehr Einkommenssteuer. Nein, es ist alles. Man zahlt, wenn man alles zusammenrechnet, über 60% Steuern. Dazu gehört ja die Mehrwertsteuer, die blöde Ökosteuer. Dieser ganze Blödsinn, den wir an Abgaben zahlen, um den Planeten zu retten, Geld zahlen, um den Planeten zu retten, das muss man sich überhaupt generell mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber diesen ganzen Blödsinn, den wir da zahlen, das macht uns zu einem Hochsteuerland. Und wer keine Lust hat, die Hälfte seiner Lebenszeit oder viel mehr noch als die Hälfte seiner Lebenszeit für Abgaben und für irgendwelche ideologischen Ideen zu arbeiten, der muss halt eben weg. Wir zum Beispiel sind dauerhaft Reisende, das heißt, wir sind überhaupt gar nicht steuerpflichtig. Man muss ja erst mal 180 Tage in einem Land, also 180 Tage pro Jahr in einem Land verbringen, um überhaupt steuerpflichtig zu sein. Man ist ja nicht da steuerpflichtig, wo man seine Umsätze macht. Das würde ja bedeuten, dass Starbucks in Deutschland Steuern zahlt. Nö, tun sie aber nicht. Nur der kleine Bäcker nebendran, der zahlt 40% Steuern. Starbucks zahlt einfach mal 2% oder 3% Franchise und hat seinen Sitz in Amsterdam in irgendeiner Briefkastenfirma. Das heißt also, man zahlt nicht dort, wo man seine Leistung erbringt, Steuern, sondern man zahlt dort Einkommenssteuer, wo man sozusagen seinen Lebensmittelpunkt hat. Und da wir zum Beispiel über den ganzen Planeten reisen und niemals länger als ein halbes Jahr in einem Land sind wir auch nicht steuerpflichtig. Ich bin ja kein Steuerberater und ich kann euch nicht sagen, was für euch die beste Lösung ist. Aber es gibt für alle Bereiche Lösungen. Ob nun Arbeitnehmer, Rentner, Leute, die erben oder selbstständig sind oder wie auch immer. Es gibt immer eine Lösung. Und wir haben uns absolute Profis ins Boot geholt. Wir haben uns Staatenlos als Partner an die Seite geholt, die es auch geschafft haben, dass wir steuerfrei sind. Und Christoph Heuermann und sein Team sind absolute Profis. Die wissen ganz genau, wie man das schafft. Und man kann sagen, die machen das für den normalen Menschen, was die Superreichen schon durchgehend nutzen. Wenn auch du keine Lust hast, ja, dein halbes Leben oder mehr für die Einkommenssteuer zu zahlen, dann geh doch einfach mal unten in unsere Videobeschreibung. Da ist der Link zu Staatenlos. Da gibt es genug Infomaterial, da gibt es Bücher, da gibt es Videokurse. Und da gibt es auch einen Rabattcode, der heißt ROAD-10. Mit diesem Rabattcode kriegt ihr sogar 10% auf die meisten Produkte von Staatenlos. Ich hatte vor ein paar Tagen die Möglichkeit, mal mit Christoph zu sprechen. Es war super interessant. Wir haben das mitgeschnitten. Schaut euch mal das Interview an. Ja, hey Christoph, schön, dass es klappt. Super cool, dass du dir kurz die Zeit genommen hast. Du siehst ja, bei dir ist ja tagsüber, hier ist ja schon wieder finstere Nacht. Sind wir weit entfernt auf dem Planeten. Christoph, die Frage, die mir zuerst einfach im Herzen brennt, ist, wie lange bist du schon unterwegs? Wie lange bist du schon staatenlos? Ich bin seit ziemlich genau 10 Jahren staatenlos. Ich habe mich im Februar 2015 aus Deutschland abgemeldet und bin damals ja mit One-Way-Ticket nach Mexiko geflogen. Seitdem habe ich schon wieder Aufenthaltsgenehmigungen natürlich in gewissen Ländern gesammelt, wie in Dubai, in Panama, in Paraguay. Bin aber faktisch nicht wirklich dort. Ja, also ich habe in diesen Ländern selten mehr als einen Monat verbracht, ein Stück. Und bin quasi seitdem aus der Einkommenssteuerpflicht komplett raus. Lebe also systemfrei, kann man sagen. Ab welchem Einkommen würdest du sagen, macht es Sinn, steuerlich auszuwandern? Eigentlich immer, würde ich sagen, ja. Klar, irgendwie 1.000, 2.000 Euro macht das noch keinen wirklichen Unterschied, weil ich ja auch quasi dann für so ein Auslandssetup gewisse Kosten habe. Dennoch habe ich ja von Anfang an auch den regulatorischen Vorteil, den Vorteil, dass ich zum Beispiel keine Buchhaltung machen muss, dass ich
einfach deutlich flexibler und auch weniger angreifbar bin in Deutschland, ja. Also ich würde sagen, selbst wenn man gerade anfängt, ein Kleinunternehmen zu gründen, kann es in vielen Fällen schon Sinn machen, das von Anfang an als dauerhaft Reisende aus dem Ausland aufzubauen. Viele empfinden ja Deutschland heute als gefährlicher als wie in der Vergangenheit. Was ist deine Meinung dazu? Ja, das ist eine interessante Frage. Sag mal, die Gefahr, sag mal, muss man halt einfach auch unterschiedlich definieren. Ich habe das schon immer gesagt, schon vor 10 Jahren, dass ich mich irgendwie in Rio de Janeiro sicherer fühle als in Deutschland, weil es einfach kalkulierbarer ist. Ja, da weiß ich, wenn ich in die Favela reingehe, werde ich sofort ausgeraubt. Aber wenn ich an dem Ort bin, selbst nachts betrunken, wird mir nichts passieren. In Deutschland habe ich hingegen immer dieses, sage ich mal, ungute Gefühl. Im normalen Fall wird nichts passieren, aber es kann immer irgendwas sein, dass ich vielleicht dann doch irgendwie in der Straßenbahn gemessert werde oder sowas. Ja, und du hast halt einfach, sage ich mal, den Hintergrund, dass du in diesem Land aufgewachsen bist. Damals vor 30 Jahren war nochmal alles anders, war das Land deutlich sicherer. Und das hat sich halt durch zahlreiche politische Maßnahmen verändert. Und ja, du gehst einfach sorgloser in deinem Heimatland durch die Straßen und hast natürlich dann eine höhere Gefahr, dass was passiert. Wer würdest du sagen, ist eure Hauptzielgruppe? Wir haben eine sehr heterogene Kundschaft, das kann man gar nicht so sehr sagen, aber grundsätzlich sind das natürlich Selbstständige und Unternehmer, die einen gewissen Jahresgewinn haben, wobei wir durchaus Kunden haben, die nur 1.000, 2.000 Euro im Monat verdienen und Kunden haben, die 1, 2 Millionen im Monat verdienen. Ja, also es ist nicht wirklich vom Einkommen abhängig, ist auch nicht wirklich von der Situation abhängig. Wir haben viele junge Familien, wir haben viele alte Rentner, wir haben Männlein wie Weiblein, wir haben teilweise minderjährige Kinder bis hin zur 90-jährigen Oma. Also alle Altersklassen, alle Geschlechter, alle Hautfarben, alle Einkommensklassen sind vertreten. Wir nehmen für uns in Anspruch, wirklich für jeden irgendeine Art von Lösung, irgendeine Art von Optimierung eigentlich anbieten zu können. Ja. Welche Länder auf der Welt sind deine Tipps für günstige Lebenshaltungskosten? Wo ist das Geld mehr wert? Ja, es sind vor allem Länder, die eine, sag ich mal, hohe Inflation haben, Ja, klar. Weil dann dort einfach das Geld aus dem Ausland deutlich mehr wert ist. Ja, das ist zum Beispiel aktuell in Teilen die Türkei oder es sind ärmere Länder wie zum Beispiel Armenien oder Georgien, Nicaragua, Bolivien, Kambodscha, Laos und Asien. Also in der Regel sind das eben Entwicklungsländer mit einer relativ großen Bevölkerung, einer relativ schlechten Währung, wo dann eben selbst der Euro oder vor allem der Dollar dann eben King sind und einen sehr guten Umrechnungskurs bieten. Ich habe damals, als ich angefangen habe, oder noch bevor ich angefangen habe, 2013, 14 ist mir das Aha-Erlebnis gekommen. Ich war als Backpacker unterwegs im Studium, mein erster Südamerika-Trip. Da saß ich dann im Restaurant in Bolivien und habe mir irgendwie für 5 Euro ein fettes Steak mit Vorspeise, Nachspeise und einer Flasche Wein gegönnt. Das hat nur 5 Euro gekostet. Da dachte ich, ach scheiße, ich könnte ja luxuriös leben für irgendwie eine halbe Stunde Arbeit mit Mindestlohn, ja. Da ist mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass ich doch so einen internationalen Lifestyle eigentlich ganz easy machen könnte, ja. Du bist jetzt schon ewig auf Reisen. Was würdest du sagen, ist dein Lieblingsland? Ich würde sagen, mein Lieblingsland ist entweder Argentinien oder Italien, weil sie sich relativ ähnlich sind. Sehr viele Italiener sind ja nach Argentinien ausgewandert. Sie haben so ein bisschen mein Lebensgefühl, das deutsche Vita, gutes Essen, guter Wein, eher nachtaktiv und ja, beides einfach große Länder mit zahlreichen verschiedenen Landschaften und Temperaturzonen. Das finde ich halt sehr attraktiv dort. Ja. Was sind aus deiner Erfahrung heraus die häufigsten Fehler, die die Menschen beim Auswandern machen? Was sind die häufigsten Rückkehrgründe? Ja, viele informieren sich nicht richtig, waren oft niemals in dem Land, wo sie hingehen wollen, denken, sie wüssten alles über irgendwelche YouTube-Videos und sind dann sehr enttäuscht, wenn sie ankommen, dass halt nichts ist, wie es ihnen vorgeschwärmt wurde und ja, sind dann relativ schnell wieder zurück. Großes Problem ist auch, dass viele Leute eben rein aus negativen Motivationen auswandern, weil sie denken, es ist alles so scheiße in ihrem Heimatland und dann oft die Probleme, die sie selber haben, mit ins Ausland mitnehmen und es in der Regel dann nur noch verstärkt wird und auch dort alles scheiße ist. Aber man sollte schon natürlich einen gewissen positiven Bezug zum Auswanderungsland haben, damit man sich dort auch einfach integrieren kann. Ja, ich sehe das häufig bei Leuten, die eben auch sehr dann irgendwie auf eine deutsche Community fixiert sind, die oft gar keine Fremdsprachen sprechen, noch nicht mal Englisch. Die haben natürlich dann ein großes Problem, weil sie einfach, sage ich mal, von den Deutschen vor Ort abhängig sind, von denen auch sehr gerne ausgenutzt werden
dann kann es eben dazu kommen, dass man mal das Vierfache für eine Immobilie zahlt, wie sie eigentlich wert ist. Und auf vielen anderen Arten und Weisen Geld verliert. Ja. Ja, cool, danke Christoph. Super tolle Informationen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich sage jetzt erstmal gute Nacht. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Mein Tipp an euch, meldet euch einfach mal bei Christoph und seinem Team. Wer den Staatenlos hat, sicherlich die Lösung. Und Sicherheit liegt derzeit außerhalb von Deutschland und wartet nicht, bevor es zu spät ist. Wer viele Steuern zahlt, das ist ja schon der nächste Punkt, der möchte natürlich dafür auch eine Gegenleistung haben. Zu der Gegenleistung gehören Bibliotheken, vernünftige Infrastruktur, Brücken, die nicht einstürzen, eine Bahn, die pünktlich kommt, etc. pp. Und eines der Grundpfeiler in einem Verhältnis zwischen dem Staat und dem Bürger ist das Sicherheitsversprechen. Das ist aber heutzutage überhaupt gar nicht mehr gegeben. Sicherheitsversprechen bedeutet ja, dass ich, wenn ich mehr Steuern zahle, theoretisch im Äquivalent mehr Sicherheit habe. Wir zahlen aber in den letzten Jahren immer mehr Steuern und jetzt haltet euch mal fest, Vergewaltigungen haben seit 2014 bis 2024 sich fast verdoppelt. Von 9 auf 16 Fälle pro 100.000 Einwohner. Es gibt über 3.600 Messerangriffe in Berlin im Jahr. Das sind 10 am Tag. Da kann man ja wohl nicht mehr von Sicherheitsversprechen sprechen. Und wenn man früher gesagt hat, ja, ich wandere nicht aus, weil, das ist ja, andere Länder sind ja so viel unsicherer als Deutschland. Ja, Deutschland hat aufgeholt, das kann ich euch aber sagen. Also, man ist ja in Buenos Aires oder in anderen Städten heutzutage nicht unsicherer als in Berlin, was solche Attacken angeht. Und deswegen, wenn es das Sicherheitsversprechen nicht mehr gibt, dann kann man auch woanders hingehen. Jetzt kommen wir mal zu einem ganz allgemeinen Punkt, besseres Wetter. Besseres Wetter macht ein besseres Leben. Wir sind jetzt hier im Winter, ich bin im T-Shirt. Das heißt also, das ist die kälteste Temperatur im Jahr. Wir haben einen der kältesten Tage heute. Und wer zum Beispiel Arthrose hat oder irgendwelche anderen Gelenkkrankheiten, warum sollte man sich denn bitte in Deutschland aufhalten? Bei dem kalten, grauen, ekelhaften Wetter. Also, dass hier jetzt mal ausnahmsweise kein blauer Himmel ist, ist ein Seltenheitswert. Und zu den Sonnenstunden mal allgemein. Ja. Also Berlin hat 1800 Sonnenstunden im Jahr. Asunción 2700 Sonnenstunden im Jahr in Paraguay. Miami hat 2900 Sonnenstunden im Jahr. Und in Kalifornien gibt es Städte, die haben bis zu 4000 Sonnenstunden im Jahr. Das ist mehr als das Doppelte. Und ganz im Ernst, wenn man jetzt kein Death-Metal-Fan ist oder irgendwie so ein totaler Norwegen-Junkie, dann gibt es einfach Länder, in denen man ein viel längeres, ein viel ausgefüllteres Leben führen kann, weil man gar nicht auf die Sonne warten muss, weil es sie immer gibt. So, jetzt kommen wir mal zu einem traurigen Grund. Traurig deshalb, weil es so unglaublich unnötig ist. Ich selber habe ja das große Glück gehabt, dass ich bis vor 3 Jahren nur im Frieden leben durfte. Ich habe den Fall der Mauer als Kind mitbekommen und Berlin mitgemacht in dieser tollen, friedfertigen, politiklosen Zeit. Ja, also absolut fantastisch, gigantisch, super. Und mir ist auch völlig egal, wer angefangen hat. Das interessiert mich einfach nicht. Sicher ist, dass den Weg, den wir jetzt gehen, der ist falsch. Es gibt keine Aufrüstung für Frieden. Es gibt keine Kanonen, die Ruhe im Karton schaffen. Also wo kommen wir denn da hin? Auge um Auge, Zahn um Zahn? Nicht mit mir. Die EU hat jetzt gerade 800 Millionen Euro, was sage ich denn hier? 800 Milliarden Euro freigemacht für Rüstung. Das ist fast 1 Billion. 1000 mal 1000 Millionen. Das ist eine unglaublich große Zahl. Das ist mehr als Elon Musk hat. Und all dieses Steuergeld, das Geld zukünftiger Generationen, euer kleines Häuschen, eure Zukunft, wird dafür verbraten, um sich gegen Russland zu verteidigen, um aufzurüsten, um dafür gewappnet zu sein, dass irgendwann mal der böse Iwan angreift. Also ganz im Ernst, ich habe mir mal die Daten angeguckt, kann jeder nachprüfen. Die EU hat schon, EU ohne USA, hat schon immer höhere Rüstungsausgaben als Russland. Wenn wir nur die EU-Staaten nehmen, und das EU-Staaten, das ist nicht mal ganz Europa, sondern nur die EU-Staaten nehmen, dann haben wir schon im Jahr 2020 mehr als fast das Dreifache an Rüstung ausgegeben. Russland um die 60 Milliarden Euro, die EU 163 Milliarden Euro.
Und uns jetzt zu erzählen, dass wir noch mehr da reinstecken müssen, noch mehr unserer Lebenszeit, so, um den Frieden durch Waffen zu sichern, ist einfach Schwachsinn. Und wenn man keine Lust hat, seine Lebenszeit in diese Tötungsmaschine reinzustecken und in irgendeiner Art und Weise sein Steuergeld dafür verwendet zu sehen, dass Waffen und Munition, Aufrüstung nächsten Generationen an der Front verheizt werden, also wer auf so einen Blödsinn keine Lust hat, der verlässt einfach Europa und hat damit komplett entschieden, dass seine Lebenszeit und sein Steuergeld nicht mehr dafür verwendet wird. Es wird ja in dem Zusammenhang auch immer wieder über Wehrdienst, Wehrpflicht, Wiedereinführung der Wehrpflicht gesprochen. Ist ja alles schön und gut, Leute, die jetzt sagen, ich habe es ja auch gemacht. Ja, bei irgendeiner Truppe, die irgendwie ein bisschen exerziert hat und wo es nie um Krieg ging, wo man Brunnen gebaut hat. Vielleicht gab es Afghanistan-Auslandseinsätze, aber das war ja, wenn ich mich recht entsinne, nicht mal für Wehrdienstpflichtige, sondern nur für Zeitsoldaten. So, und heutzutage, es geht um Kriegszeiten. Wenn es um Krieg geht, dann sind eure Kinder nicht mehr sicher. So, und dann, wenn ich Söhne hätte, ich würde Tod und Teufel tun, die für dieses System herzugeben. Und auch nur eine Sekunde dafür kämpfen zu lassen, dass man seine Ideologie durchsetzt, weil man vor Moral brummt. Auf gar keinen Fall. Deswegen Grund Nummer 8, wer Kinder hat, muss weg aus Deutschland. Und durch die Verlagerung des Lebensmittelpunktes zum Beispiel nach Südamerika hat man die Problematik ja überhaupt nicht mehr. Man holt sich die paraguayische Cedula und ist raus aus diesem Blödsinn. So, jetzt kommen wir mal zu einem delikaten Thema. Ich versuche mich auch, also ich will niemanden auf den Schlips treten und versuche mich da so auszudrücken, dass man einfach versteht, dass es verschiedene Meinungen gibt und wir haben ja immer noch Meinungsfreiheit in Deutschland. Vorweggenommen, ich bin der Meinung, jeder soll machen, was er mag. Ja, also ich finde es auch gut, also ich komme ja aus der Zeit in Berlin, wo ja, viel elektronische Musik war und das war völlig normal, dass wir also auf normalen Partys, dass dort Schwule, Lesben, Heteros, Drag Queens und alle ganz bunt miteinander gefeiert haben. Das fand ich total gut. Ja, also will ich überhaupt nichts gegen sagen. Das war allerdings in der Nacht, das war in Clubs, das war auch auf dem Christopher Street Day, aber vor allem waren es erwachsene Menschen. Also Leute, die sich schon entschieden haben, die meinetwegen 18, 19, 20 oder älter waren und die eben einfach ihr Leben dort gelebt haben. Und heutzutage ist es eben so, dass eine Regenbogenflagge über dem Bundestag weht. Oder dass unsere Außenministerin uns alle, mit einer Regenbogenfahne bei der Fußball-WM vertreten muss. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt Ideologie und ideologischer Brei. All das hat in der Schule bei unseren Kindern nichts zu suchen. Es ist wichtig, sie sexuell aufzuklären und es ist auch wichtig, ihnen klarzumachen, dass es eben auch schwul und lesbisch gibt und dazwischen. Und das ist auch völlig okay soweit. Aber daraus so ein Heckmeck zu machen und unseren Kindern die Köpfe voll zu machen, dass sie jetzt auf einmal die große Freiheit haben, weil sie sich einmal im Jahr ihr Geschlecht aussuchen können, das ist eben Schwachsinn. Meiner Meinung nach. Andere und jeder von euch, der das gerade sieht, hat ja seine eigene Meinung dazu. Aber wenn man seine Kinder so erziehen möchte, dass für sie Werte zählen wie Mutter, Vater, Kind, Leistungsgedanke, damit die später vielleicht mal eine Firma aufmachen können, ihr Geld verdienen können, all dieser ganze Kram, den man meint, als Eltern sozusagen in seine Kinder reinbringen zu müssen oder möchte, das, was man in seine Kinder reinbringen möchte, sagen wir es einfach so. Und da sind wir wieder bei der Meinungsfreiheit. Das ist Elternsache. Und das hat in der Schule einfach nichts zu suchen. Und wer seine Kinder vor sowas bewahren möchte und einfach sagt, hey, ich möchte, dass meine Kinder noch normal aufwachsen, der muss aus Deutschland weg. Also vielleicht sogar aus ganz Europa. Gut, in Italien ist es schon weitaus weniger. Da lachen die Jugendlichen auch wirklich über diesen Blödsinn. In Spanien ist es auch weniger, in Südamerika fast nicht existent. Ja, und trotzdem dürfen ja Schwule und Lesben hier frei leben. Es ist ja nicht so, dass denen ihr Leben deshalb genommen wird. Und wenn sich jemand eine Klobürste in den Hintern stecken möchte und meint, hey, ich bin ein Fuchs, dann soll das für mich völlig okay sein. Aber lasst unsere Kinder damit in Ruhe. Und wer sowas nicht will, geht nach Südamerika und hat mit dem Blödsinn halt nichts mehr zu tun. Ja, und der 10. und letzte Punkt ist, jetzt handeln. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt so ein bisschen. Also es passieren ja viele Dinge, wie zum Beispiel der elektronische Euro, der kommen soll, der uns schon mal ganz schwer macht, mit unserem Geld, was in Europa liegt, irgendwo anders zu zahlen, wenn der Staat es nicht möchte.
Oder was kommt jetzt? Es gibt eine Wegzugssteuer, da hat sich was verändert. Man guckt überall vom Staat her, diese Geschichten zu schließen. Das heißt, derjenige, der gehen will, das ist ja ein Steuerzahler, der geht, dem wird es schwieriger gemacht. Und die wissen ja, dass mit ihrer Politik viele nicht einverstanden sind. Und vor allem die nicht einverstanden sind, die woanders sehr gut leben können. Also jetzt Hochsteuerzahler sind und dann woanders hingehen und eben keine Steuern bezahlen oder von dem leben, was sie sich längst erwirtschaftet haben. Das fällt ja für den deutschen Staat weg. Und insofern sind die da nicht so ganz glücklich mit. Ich kann nur eins sagen, geht jetzt, informiert euch, schaut nochmal unten in unserer Videobeschreibung. Auf der Seite von Staatenlos gibt es Bücher, Auswandern, Lexikon, wo man einfach mal so dieses ABC, den ganz einfachen ersten Schritt mal drüber nachzudenken, was habe ich überhaupt für Möglichkeiten, was kann ich machen und was kostet mich das und vor allem, was will der Staat jetzt schon von mir haben, wenn ich gehen möchte. All diese Dinge, darüber kann man sich da sehr gut informieren und dann könnt ihr eure Entscheidung treffen. Für uns ist die Entscheidung klar. Wir haben die schon lange, lange vorher getroffen und wir werden Tod und Teufel tun, wieder nach Europa zurückzugehen, ehe sich die Situation dort nicht ändert. Ja, und dementsprechend schöne Grüße aus Bolivien. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.